Oder soll ich den fetzen? Scheißegal. Leute, Wenn du das schaffst, was willst du? Was willst du? Pass auf, der kostet auch jetzt eigentlich 200. Okay. Wenn ich den schaffe, 200 € Cash auf den Tisch. Auf geht's in die legendäre 2 Meter Dürüm Challenge von Alibaba. Viel Spaß, let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Weg am Mund einer neuen Folge. Wir sind zurück in Augsburg und hier haben wir nicht nur 2 Kilo Döner in ganz Deutschland gegessen, sondern das Ganze bisher als einziger sogar zweimal hintereinander geschafft. 4 Kilo Döner. Der wiegt jetzt 4 Kilo. Aber ich sage ja, der sieht groß aus, ne? Also wir haben den größten Döner Deutschlands. Er wiegt 2 Kilo. Challenge wäre, wenn du es in 30 Minuten schaffst, kriegst du den Döner umsonst plus noch einen 50 € Alibaba-Gutschein. 30 Minuten haben wir Zeit. 2 Kilo Döner, größter, bekanntester Döner in ganz Deutschland geschafft. So Leute, wir sind zurück in Augsburg. Wir waren letzte Woche schon hier, haben das Ganze geschafft und jetzt nach 7 Tagen wurden wir erneut eingeladen, denn wir wollen das Ganze toppen. Eine neue Rekordzeit plus möglicherweise einen zweiten 2 Kilo Döner, 4 Kilo Döner. YouTuber Sebastian Michels will aber sogar die doppelte Menge essen. 4 Kilo Döner gegessen. In unter einer Stunde sogar, weil für den ersten haben wir keine 17 Minuten gebraucht. Seitdem ist viel passiert. Unter anderem war Bird Meets Food hier. Wer diesen Mann nicht kennt, hier eine kurze Einblendung. Here we are at Alibaba Kebab House. That must have been awful to watch, man. I'm such a mess. That was delicious though. That was really, really good. Er hat auch versucht, den 2 Kilo Döner zu essen, hat es natürlich geschafft, aber er hat nicht geschafft, zweimal 2 Kilo den Döner zu essen. Danach gab es einen weiteren Wettkampfesser, der hier gekommen ist, und das ist Randy Santel. Hey everybody, this is Randy Santel. Er hat es also geschafft, einen hier neu aufgelegten 2 Meter Dürüm zu essen. Unglaublich. Also wenn ich jetzt überlege, die Treppe, wo ich stehe und dann noch mal ein bisschen höher, 2 Meter Dürüm, unfassbar. Und den Rekord, den will ich mir jetzt auch noch holen. So sieht das Ganze aus. Das ist die Vorrichtung, 2 Meter lang. Das wurde hier extra angefertigt und das hat Randy Santel als bisher einziger hier geschafft. Und ich will natürlich mir auch diesen Alibaba-Rekord und damit alle Alibaba, ich sag mal, Weltmeistergürtel für mich beanspruchen und unter anderem auch schauen, wie es einfach ist, einen 2 Meter langen Dürüm hier reinzubekommen. Ich weiß nicht, wie das vorstellbar ist. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich bin optimistisch, dass ich mir diesen Rekord auch hole und natürlich den nächsten Stempel im Big M Lifetime Pass. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das Ganze überhaupt auf die Kamera bekommen, aber ihr seht einfach mal. Also ich bin laut Ausweis 1,80. Das hier ist wirklich 2 Meter. Das Ganze wird jetzt vorbereitet. Auch das ist natürlich schon eine Kunst für sich. Ich hoffe, das Ganze hält. Wir werden natürlich jetzt mal schauen, ob Haji es wirklich schafft, das Ding hiermit fertig zu machen. Einmal ist es schon gut gegangen. Ich hoffe, das geht jetzt heute auch gut. Damit let's go. So, Haji, mein Lieber. Erstmal danke, dass ich wieder da sein darf. 2 Meter Dürüm. Wie viel Brot hast du jetzt hier? Wie viel Brot habe ich? Ja, wie viel Brot nimmst du dafür? 1,5 Kilo Brot, nur das ne? Brot. Genau. Was kommt auf dem Dürüm alles drauf? Was du möchtest, was du hier siehst, darfst du dir aussuchen. Was ist denn so ein Standard-Dürüm, sag ich mal? Ein Standard-Dürüm ist mit allem. Das heißt? Salat, Soße, Kraut, Zwiebel. Karotte ist nur als Topping für das Auge. Eigentlich gehört es gar nicht mit. Okay, dann lassen wir es auch weg. Aber manchen schmeckt es nicht. Und eine Tomate natürlich. Und dann quasi Fleisch. Fleisch und Soße. Und Soße. Genau. Also quasi wie Döner, nur halt mit einem anderen Brot Genau, sozusagen. Ne? genau. Was ist der Unterschied vom Brot? Vom Brot her, also wir haben ja einmal das normale Brot. Das ist der normale Vollkornbrot haben wir. Ja. Weizen. Und da ist eigentlich nur Wasser, Mehl Und Salz, ne? und Salz, oder? Und das war's, Ganz ne? leicht Zucker noch. Ah, okay. Genau. Ein halber muss noch hin. Oder sogar ein bisschen mehr Brot. Noch mehr Brot sogar. Ja. Weil ich muss ja aufeinander legen, damit Ja. es zusammen bleibt. Also Leute, ihr habt es gehört. Die 1,5 Kilo Brot sind schon wieder Geschichte. Es muss noch mehr drauf, weil es sonst zu kurz gewesen wäre. Deswegen auch so viel Aufwand her. Ungefähr 2 Kilo jetzt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben gerade mal so ein bisschen überlegt, was so ein angemessener Preis wäre, weil der tatsächlich noch nicht feststeht. Und Haji hat sich überlegt, dass diesen 2 Meter Dürüm nur wer machen kann, wer den 2 Kilo Döner geschafft Genau, hat. Ne? sonst gibt es ja keinen Sinn. Und wir haben gerade mal so überlegt, weil es noch keinen Preis gibt, was wäre so ein angemessener Preis. Er hatte 100 € gesagt. Ich habe gesagt, weil schaut euch mal diesen Aufwand an. 4 Leute müssen jetzt hier gleich arbeiten. Und weil es halt 2 Meter ist, wäre meiner Meinung nach auch diese 200 €, weil die müsste man nicht zahlen, wenn man es schafft. Genau. Ne? Und du kriegst einen 200 € Gutschein von mir. So sieht's aus. Also fände ich es angemessen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ja, leicht scharf, bisschen scharf.
Sehr scharf? Ich weiß nicht, wie viel es nachher wird, machen wir leicht scharf ein bisschen. Also spicy auf jeden Nochmal ist Fall, auch Fleisch drauf. aber ist auf jeden Fall scharf. Okay. Halleluja, das ist schon wirklich fast ein ganzer dünner Spieß. Was würdest du schätzen jetzt vom Fleisch her? Was draufkommen wird? Ja. Schon 1,5 Kilo Fleisch, Wahnsinn. denke ich mal. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vor allen Dingen, ich bin jetzt auch wirklich mal gespannt. Ich habe bei dir jetzt ja schon einmal den 2 Kilo Döner, den 4 Kilo Döner gegessen. Ja. Im Verhältnis jetzt auch, wie mir das schmeckt. Kommt drauf an, wie schnell du isst. Okay, Aber ja, ein Dürüm wird im Verhältnis immer schneller kalt. schneller kalt. Ich hätte jetzt eher gedacht, es Weil der schneller warm, normale weil es eingerollt ist. Der normale Dürüm ist ja viel dünner als der hier. Ah, okay. Das ist das normale Bodenvergleich dazu. Das ist der Wahnsinn. normale Dürüm. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, wir streamen mittlerweile auch jetzt auf Twitch. Ne? Also das heißt, neben YouTube und TikTok Livestreams machen wir jetzt immer ein Breitbildformat auch hier. Ne? So filme ich gerade auf Twitch live. Das heißt, so seht ihr jetzt gerade, wie das gefilmt wird. Und da könnt ihr demnächst auch bei Twitch mit da live dabei sein, weil viele von euch nachgefragt haben. Und dann werden wir eine andere View auch mit reinbringen. So, der Plan ist jetzt, jeder nimmt von hier, genau von der Kante, Ja. zieht es ein bisschen nach hinten erstmal. Ja. Nachdem wir es hintergezogen haben, müssen wir das Dürüm so reinrollen. 10? 10. Ja, okay. Okay, und jetzt kannst du hier einmal rein. Okay, und jetzt reinrollen. Guck mal, hier muss. Mit Folie. Ah, mit Folie? Genau. Rollen, 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 rollen. Rollen, 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 rollen. Okay. Machst du Ende? Okay, das war's. So, das Gerüst wiegt genau 5,50. Wiegt das Teil. Jetzt machen wir auf 0. Jetzt, wenn wir den drauf tun, wissen wir ganz genau, was der wiegt. Einmal nach oben, ab. Okay. Jetzt wissen wir gleich, was er wiegt. Ich hoffe nicht zu viel. Das ist zu viel. Jetzt haben wir ein Problem. Schneiden einfach vorne ein bisschen weg. Vom Tisch einfach da. Oder soll ich den fetzen? Scheißegal. Leute, ihr seht's, wir haben jetzt hier 5,44 Kilo. Randy Santel hat sich schwer getan mit 4,3. 4,3. Das heißt, wir sind 1 Kilo drüber. Er hat jetzt gesagt, wir schneiden was ab. Gibt's hier nicht. Ich mach das Ding, ne, ist scheißegal. Wenn ich es schaffe, schaffe ich. Wenn nicht, dann nicht. Wir nehmen die ganze Challenge an. Hier wird nichts weggeschmissen, nichts abgeschnitten. 5,4 Also wenn Kilo. du das schaffst, kriegst du von mir für dein, wie heißt es bei dir? Big M Lifetime Pass. Genau. Den Kriegst du von mir Stempel. auch. Kriegst du auch Stempel. Den kriege ich ja so oder so. Aber dann vielleicht Also noch wenn was du oben drauf. das schaffst, was willst du? Was willst du? Was kriege ich? Was meint ihr, was ist eine angemessene, wenn ich das schaffe? Pass auf, der kostet auch jetzt eigentlich 200. Okay. Wenn ich den schaffe, 200 Euro Cash auf den Tisch. Noch dazu. Passt. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Kein Problem. Okay, Ach, glaub ich. Halleluja. Schon wieder mehr als geplant gewesen. Immer das Gleiche, wisst ihr? Immer das Gleiche. Und jetzt machen wir hier gleich noch mal ein Kilo mehr als Amerikaner. Soll ich dir noch einen Eimer dazu stellen? Noch brauche ich keinen Eimer, mein Lieber. Noch habe ich keinen Eimer bisher gebraucht. Halleluja. Ja, ruhig. So, einen kleinen Dürüm. Wahnsinn. Was sagst du? Es ist, also ich habe sowas noch nie gesehen. Wie gesagt, ich habe die Spare Ribs Leiter jetzt schon gehabt, 1,5 Meter, aber das ist Wahnsinn. Das ist ein Kunstwerk. Ich bin Wie gespannt, groß bist du? 1,80. Offiziell auf meinem Ausweis. Ja, krass. Also, ich nehme die Challenge an. Perfekt. 5,4 Kilo Dürüm, über 2 Meter und damit ein Stempel für den Big M Lifetime Pass, die Gerne. Ewigkeit und sogar noch 200 Euro, falls wir das ganz schaffen, weil ja nochmal 1 Kilo mehr ist, als wir dachten. Also, ich würde sagen, wir machen uns ready Gerne. und dann legen wir los. Supi. Können wir machen. Komm, ich mach beide. Oder so? Hast du meine nachgekauft? Hab ich ja, gemacht. Ja. Den Aus Video ein von Schwarz, dir. in Schwarz hier. Schon die Uhr am Nachkaufen hier. Da würde ich sagen, auf geht's in die legendäre 2 Meter Dürüm Challenge von Alibaba. Viel Spaß. Let's go. Dann stellen wir die eine Uhr hier hin und die andere Uhr hier. Nehmen uns die ersten 50 cm oder wisst ihr was? 25 cm nehme ich mir. 25 cm, dann seht ihr schon mal, was 25 cm allein schon sind. Wahrscheinlich schon 2 Dürüms. Oh Leute, das ist so viel Brot, das sehe ich jetzt schon. Ne? Ja. Halleluja, ist das viel Brot. Also ich glaube wirklich, ne, ich habe jetzt schon abgeschnitten. Schaut euch mal an, wie viel Brot das ist. Also das wird wahrscheinlich wieder das, ich sag mal, schwierigste, anstrengendste sein, das Brot. Aber wir schauen, wie weit wir kommen. Schaffen wir es, dann haben wir einen neuen Rekord. Sogar doppelt und dreifach, wenn nicht. Da liegt es daran, weil wir 1 Kilo mehr machen mussten als der Amerikaner. Aber ich würde sagen, rein in den ersten bisschen Dürüm. So, der Randy Santel hat es ja in, das waren 4 Kilo und 250 Gramm. Der Big M hier, der ist 5,5 Kilo fast, 5 Kilo und 400 Gramm. Deswegen kann er sich gerne aussuchen, wie viel Zeit er dafür braucht.
Du bist echt cool, Dankeschön. Ja, ist 2 Meter lang, sogar ein bisschen länger und noch größer geworden. Aber, was ich sagen muss, es schmeckt wirklich sehr gut. Mir schmeckt es sogar ein bisschen besser noch als der Döner, muss ich sagen. Weil beim Dürüm ist halt der Vorteil, du hast überall gleich verteilt Fleisch und alles drum und dran, weil es so eingerollt ist. Beim Döner ist halt unten das Geilste, weil sich unten alles absetzt. Schmeckt wirklich so gut, aber das Brot, ich merke es jetzt schon, boah, das wird krass, das wird heftig werden. Aber 100 Pro. Ah, Leute, ich meine es wirklich, also Retalk, ne? Er hat jetzt die ersten 25 cm durch. Wir werden immer 25 cm, glaube ich, machen. Ist, glaube ich, eine coole Vorangehensweise. Er ist schon kalt, er ist schnell kalt geworden, wirklich schneller als der Döner, hat mich gewundert. Aber ich finde, das Brot ist mächtiger. Aktuell flutscht es aber noch besser. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist, ich sage ja, es ist immer so Tagesform. Ich werde die nächsten 25 mir vornehmen, da sind wir bei 50 cm, aber schon einen halben Meter Dürüm weg. Mal schauen, ob ich es danach noch sage oder nach einem Meter schon sage, es ist eine ganz andere Nummer. So, 8 Minuten, 25 cm ist gut. Er schmeckt auch sehr gut. Dankeschön. Also schmeckt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ne? Also Danke. wirklich sehr, sehr lecker. Das Brot ist sehr lecker und der Dürüm schmeckt mir auch. Vor allem, ich liebe es ja mit der Knoblauchsoße. So, Also, es schmeckt. Knoblauchsoße passt perfekt dazu. Die nächsten 25 cm. Wir gehen rein in den halben Meter Dürüm. Der liebe Haji, der Besitzer, hat für unseren Kameramann gerade schön heute noch einen Dürüm gemacht. Das ist ein normaler Dürüm. Also das ist der normale, nur mal im Vergleich dazu. Ne? ja. Also der ist, Lassen dir schmecken, mein Lieber. So, meine Lieben, damit haben wir die nächsten 25 cm, insgesamt 50 cm durch. Wir nähern uns noch nicht mal 10 Meter und ich weiß nicht, wo das ändern soll. Wir sind jetzt bei 75 angekommen und ihr habt ja gerade mal den Vergleich gesehen zwischen den normalen Dürüm. Ich muss, glaube ich, hier wieder die Schleife aufmachen. Bisher geht es mir gut, aber ich merke halt, das Brot ist dreimal, keine Ahnung, so dick wie von einem normalen Dürüm. Ne? Aber wirklich Wahnsinn. Schaut's mal hier. Ich nehme hier die bisschen Alufolie weg, dass wir die nicht mitessen. Aber es sieht einfach nur brachial aus. Ist einfach, ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Ne? Aber schmeckt wirklich sehr gut. darf ich fragen, wie voll du bist von 1 bis 10? 2. 2? Ja. Okay, that's crazy. Also, rein in das nächste Stück, rein in Dürüm Nummer 3. Was wiegt der mehr? Also der von Randy Santel hat 4 Kilo und 250 Gramm gewogen. Der von Big M, wir haben uns ein bisschen verschätzt, noch 1 Kilo. Ein bisschen verschätzt, 1 Kilo mehr. Ein bisschen verschätzt. Wurde gerade noch mal gesagt, Leute, der von Randy, ne, 4,2 Kilo. Und damit hat er sich schon schwer getan. Und der hier verschätzt bei 5,4. Ne? Also, naja, wir gehen auf jeden Fall, ich sag mal, in die Hälfte rein, in den Meter. Ich sag mal, das ist schon mal eine Ansage, finde ich. 1 Meter Dürüm. Also, ich finde selbst das ist schon krass. Steht jetzt genau vor mir die Hälfte. Aber ich merke, es kickt wirklich krass rein. Also es stoppt wirklich krass. Echt eine krasse Herausforderung. Kein Wunder, dass sich Randy so schwer getan hat. Ich meine, das heißt schon was. Ne? Fette Respekt geht daraus, dass er es überhaupt geschafft hat. Aber damit würde ich sagen, es schmeckt weiterhin gut. Nachteil ist, es ist kalt. Braucht auch noch nichts zu trinken. Aber ich glaube, das kickt gleich irgendwann rein. Und dann wird es natürlich umso schwieriger. Aber in den Meter gehen wir rein. Wenn wir den geschafft haben, können wir echt schon mal stolz sein. 1 Meter Dürüm. Let's go. So, Marlene fragt, wie satt von 1 bis 10 jetzt? Also satt relativ, aber es wird schwieriger zu kauen. Ja, 5. 5? Ist gut, du bist jetzt genau bei der Hälfte. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ups. René, der Unterschied ist aber, beim Wagyu, gerade am Anfang ist das Fleisch so zerfallen, dann geht das so runter, das brauchst du kaum schlucken. Aber bei Baklava und jetzt wie hier mit so Teig, das kaust du irgendwann. Da ist das Kauen das Schlimmere anstatt alles andere. Und bei Baklava mit dem Zucker, mit dem Teig auch. Brauche ich für den Stempel eigentlich jetzt auch alles oder wäre da der Rekord von Randy nur? Wie bitte? Wenn ich jetzt quasi nur den Rekord von Randy knacke und ich sag mal nicht alles schaffe, aber den Rekord von Randy, wäre dann nicht die 200 €, aber der Stempel wenigstens? Ja klar. Okay. Also wenn du das jetzt auf isst, diese 5,5 Kilo fast, wer das toppt, in der Zeit, was du es auch geschafft hast, also weniger natürlich, bekommt auch einen Stempel. Ach krass. Gerne. Okay, krass. Weil das schaffen, also wer das schafft, ist wirklich, das ist nicht normal. 5,5 Kilo. So Leute, 1 Meter haben wir heißt durch. ja. Die Challenge wurde gerade noch mal, ich sag mal, klargestellt. Also, wir sollten ja eigentlich nur den Rekord von Randy einstellen oder brechen. Das waren eigentlich 2 Meter und von dem Volumen her
4,3, 4,2 Kilo, was Randy gemacht hat. Wurde ja auch gemessen, ist in dem Video zu sehen. Dadurch, dass wir aber jetzt hier, ich sag mal, uns verschätzt haben, einen Meter, kam natürlich die Challenge dazu, da die 200 Euro auf Cash nochmal dazu bekommen, wenn ich es schaffe. Wenn ich es aber wenigstens schaffe, nur den Rekord von Randy zu bekommen, dann kriege ich den Stempel. Also das wäre schon mal ein Goodie. Das heißt, das wäre ein Step, den wir schon mal jetzt schaffen müssen. Da ist es auf jeden Fall nochmal, denke ich mal, so 2 jetzt nochmal hin. Wahrscheinlich sogar 3. Und der 4., der letzte, wäre dann wahrscheinlich so die 2 Meter, wo wir dann so ungefähr, ich sag mal, die 200 Euro mitnehmen könnten. Und der Besitzer hat gerade gesagt, dass wenn ihr, ich sag mal, euch mit dem 2 Kilo Döner hier qualifiziert, diesen Dürüm zu machen und den Rekord von mir, den ich oder Randy gleich aufstellt, dann würdet ihr auch einen Stempel im Big M Live, also eine Goldcard sozusagen kriegen, lebenslang kostenlos essen. Finde ich ein geiler Anreiz, weil er meinte, wer soll es schaffen, also der hat auf jeden Fall was verdient, Props. Es ist sehr, sehr mächtig vom Teig her. Ich habe mich selten so, ich sag mal, so früh schon so gefühlt wie jetzt gerade. Aber ich gebe weiter Gas, ne? Rein in die nächsten 25 cm. Also wie gesagt, das, was ich jetzt krass fand beim Randy, der hat sich hingekniet und hat den Dürüm dann im Knie, also auf dem Knie aufgegessen. Da habe ich ihn gefragt, warum, wieso, weshalb. Er meinte, damit kein Knick im Magen entsteht. Ja, krass. Und er hat nur Cola Zero und Cola Light getrunken. Wahnsinn. Aber hey, du hast immer noch nichts getrunken. Boah. Ja, noch mehr. Sein erster Schluck Wasser. Nach über einem Meter. Oh. Das ist gut, meine Lieben. Ich glaube, ich werde jetzt mal Trick 77 versuchen, weil mir wirklich immer schwerer tue vom Kauen her. Theoretisch hätte ich jetzt noch 3 25 cm Stücke vor mir. Ich mache Trick 77. Mental einfach für den Kopf. Und mache jetzt von den Dingen, was da drauf ist, jeweils 2 Hälften. So dass ich mir denke, es sind nur noch 2 Hälften. Ich weiß, ist Quatsch, aber mental vielleicht einfach das Gehirn versuchen auszutricksen. Wir sind jetzt hier bei 1,25 Meter. So, dann ziehen wir hier wieder ran. Leute, schaut euch das Ding mal an hier. Schaut euch mal an. Das ist jetzt so, das ist geistkrank. Wirklich geistkrank. Also das ist mit einer der krassesten Challenge, die wir auch bisher gemacht haben. Ist das krass. Wirklich krass. Ich mache mal vorne ein Stück nur ab, weil das Brot so krass stopft, dass auch nichts rausfällt. Weil wenn ich nur noch Brot esse, wird es noch schwieriger, glaube ich. Aber damit versuchen wir weiter voranzukommen. Aber wir werden auch immer langsamer, ne? So, 710 Gramm sind es. Also wenn du das, was du auf dem Teller isst, aufgegessen hast, bist du über den Rekord. Dann sind wir bei 4,5, genau. Wenn du das Ja. machst, ja. Na, siehst, dann ist das genau, was wir uns vorgenommen hatten. Aber wie gesagt, das wäre geil, wenn das jetzt schon mal ein Rekord wäre. Das motiviert mich jetzt, das Stückchen noch wenigstens zu essen. Also Leute, das müssen wir auf jeden Fall durchstimmen. Kippi Wir haben ist wenigstens voll. einen Rekord und den Stempel. Und wie voll bist du jetzt? Von 1 bis 10? Ich würde immer noch eine 7 sagen. Immer noch eine 7. Und kann mal kaum. Also Leute, kurzes Update. Der Haji, der Besitzer, ist gerade rübergegangen, weil wir viel, viel mehr hatten. Und hat gerade gewogen und gesagt, es sind noch 700 Gramm. Das heißt, wir hatten ja 5,4 Kilo. 5,3 oder 5,4? 5,4, ne? hatten wir, ne? 5,44. 5,44 Kilo, das heißt, dann hätten wir wirklich die, sage ich mal, 4,5 schon safe überschritten, also schon viel, viel mehr als, ich sag mal, der zuletzt. Und damit hätten wir den Rekord schon mal eingestellt und damit den Stempel. Das heißt, Ziel ist definitiv, das jetzt mal aufzuessen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir noch über den Rekord gehen für die 200 Euro oder ob wir es beim Rekord heute erstmal lassen. Wollt ihr Foto machen? Ja. Könnt sogar im Livestream kurz Hallo sagen. Ich mach Foto. Ach so. Nicht scheu sein, einfach reinkommen. Ich brauche jetzt zum Essen. Stopp. Ja, Gerne klar. doch. Machst du mit dem gleichen Handy? Mach von Boah, ich bin so am Kauen, ich bin nur noch am Kauen, das ist wie Kaugummi, ne? Deswegen, ich sage ja, ich habe gerade so viel Zeit dafür, weil ich sowieso noch am Kauen bin. Gerne doch, bis lange hier. Danke euch Jungs, guten Hunger, lasst euch schmecken. So Leute, damit haben wir das letzte, oh nein, da ist noch ein Brot, ich wusste es. Ein Stück Brot ist noch da, eins noch, ein Stück Brot noch. Nach dem ja Stück das hast du einen andere auch Rekord, ja. Damit haben wir auf jeden Fall den Rekord vom Wettkampfesser Randy Settle geschlagen. Und das war mein Ziel heute. Also ab jetzt ist alles nur noch Bonus, genau.
Könntest du theoretisch noch das letzte Stück essen? Ja, vom Magen her schon. Aber ich glaube, ich brauche jetzt noch mal eine Stunde, um das zu essen. Locker 3 Stunden. Also insgesamt jetzt eine Stunde, um das Stück zu essen. Dankeschön, Leute, für die ganzen Support. Stabil. Ja, Dankeschön. Ich weiß wirklich zu schätzen für die Leute, also ohne Witz, Leute. Dafür streame ich auch mit euch. Dafür mag ich euch ja oder lieben wir uns. Danke. Hast du schon gegessen? Ja. Sonst hätte ich gesagt, nimm du den Dürung gleich am Ende mit. Okay. Ich hab nur die Erinnerung, was ich habe. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie du das hier alles machst. Da fragen Das mich weiß viele. keiner. So, jetzt ist der Teller auch leer. Das kleine Stück hast du noch. So Leute, damit ist es geschafft. 2 Stunden, 18 Minuten. Wir haben noch das eine Stück drauf, was der Chef vorhin abgewogen hat, was um die 700 Gramm wiegt. Ich habe aber gesagt, damit ihr es natürlich auch seht und wir dann auch, ich sag mal, wirklich offiziell auch den Rekord hier erobert, geknackt haben und unseren Stempel ergattert haben, würde ich sagen, holen wir uns nochmal die Waage und schauen uns das Ganze an. Und dann schauen wir mal wirklich, ob wir den Rekord auch geknackt haben. So, die Waage ist auf 0 und ja, 685. 685. Was hatten wir vorhin? Knapp 700 war das. 710. 544, ne? 544 Gramm. Also ein halbes Kilo mehr. Und Halbes damit den Kilo. Rekord. Genau. Ja, Leute, damit haben wir mit einem halben Kilo mehr den Rekord tatsächlich geknackt. Halleluja, bin froh, dass ich nicht mehr kauen muss. Also wirklich. Aber von der Masse her ging es tatsächlich heute, aber das kaum Wahnsinn. Also damit, wie gesagt, haben wir die knappen 5 Kilo gepackt, ein halbes Kilo gefühlt mehr, als der amerikanische Wettkampfesser Randy Santel und keinen Eimer gebraucht. Also, das freut mich natürlich und damit würde ich sagen, räumen wir hier auf und ihr wisst es, was hier nicht fehlen darf. Das ist der Stempel, den wir uns gewonnen haben und natürlich das Dessert. So, der Eimer der lebenslange Dönergutschein, Stempel, Nummer 11. Nummer 11. So, einmal die Nummer 11. Jetzt. Sehr geil. Lebenslang kostenlos essen bei Alibaba, weil wir den Rekord hier geknackt haben. Und Halleluja, ihr habt es ja gerade gehört vom Besitzer, sollte einer diesen Rekord knacken, wird er ebenfalls hier lebenslang kostenlos bei Alibaba essen können. Das heißt, 5 Kilo, knappe 5 Kilo ist jetzt hier der Rekord und jeder, der das knackt, wird hier in Zukunft kostenlos essen können. Das ist türkische Churro. Türkische Churro, was ist der Unterschied zwischen normalen? Also der ist eingetunkt in Zuckerwasser. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Mir hat es, wie gesagt, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich fertig, weil das Kauen hat mich wirklich, wirklich, wirklich fertig gemacht. Also wieder dieses über 2 Stunden Essen. Es ist so anstrengend, auch im Stream. Ich bin jetzt am Schwitzen und was soll ich sagen? Ich freue mich jetzt gleich einfach wirklich so auf was richtig Süßes noch. Einen schönen Kaffee, eine schöne Sporteinheit und vor allem dann literweise Cola einfach für den Durstlöscher. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Die nächste Challenge, auf die könnt ihr euch freuen, denn das ist die 100k Special Abonnentenauflage. Vielleicht war der Livestream schon, wer weiß, vielleicht wisst ihr das auch schon. Ansonsten freut euch aufs nächste Video. Gerne abonnieren, gerne liken. Wir sind jetzt, wie gesagt, nicht nur auf TikTok und YouTube, sondern auch auf Twitch unterwegs. Auch der gerne abchecken. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Liebe Grüße aus Augsburg von Alibaba mit einem neuen Rekord, mit einem neuen Stempel und einem geilen Dürüm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.